Hallo liebe Community, heute geht es um das Throne and Liberty, ähm, explizit für die Serie 7000er von AMD. Ähm, gut, mich hat jemand gefragt, du hast zwar schon mal über, sage ich jetzt einfach mal, über dieses Spiel generell mal ein Video gemacht, aber das war halt noch mit der 6000er Serie. Und könntest eventuell auch für die 7000er Serie ein Video machen. Und ja, warum nicht? Ich meine, ihr wisst ja, ihr habt ja die Sechser gesehen, ja, was da man oder generell was man da an Strom einsparen kann, ja. Ähm, ja, hier bei der 7er Serie ist das Problemchen. Ihr wisst ja, AMD hat uns da einen Trojaner ins Haus gesetzt. Und das heißt also nicht, ähm, dass jetzt die Karten alle schlecht sind, ja. Man hat uns so quasi das hier verwehrt, weil das funktioniert nicht. Und das hier. Ja. Ich zeige es euch mal, warum hier das so ist. Ja. Oder warum man das so einstellen kann, wie es eben so ist. Ihr wisst ja, beim gewissen Stresstest muss man ja erstmal gewisse Settings vornehmen und dann halt übernehmen. Und das geht in dem Fall nicht. Ja. Das geht hier nicht. Wenn ich jetzt irgendwelche Settings jetzt machen möchte, so, ich möchte jetzt das hier testen, muss man das übernehmen, aber geht nicht. Also ich kann hier keinen Stresstest vornehmen. Ja. Das, ich schalte jetzt extra mal für euch das Metrik an, dass ihr das hier oben seht. Ja. Und dann schaut mal, das ist jetzt der Leerlauf, also beziehungsweise der jetzige Millivolt-Anteil, der jetzt momentan verbraucht wird. Oder zumindest die Karte jetzt benötigt, in diesem Fall. Und jetzt zeige ich euch mal was. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, normal ist es ja so, diese zwei hier, die funktionieren hier. Der hier und der hier funktioniert. Ja? Wir werden das jetzt einfach mal, ich werde jetzt einfach mal hier auf 500 machen und hier einfach mal auf 1200. Ja? Oder ich mache einfach mal 2000, entschuldigt. So, das übernehmen wir. Alles, was hier über die 700 hinausgeht, das geht. Ja, und wenn hier sowas kommt, also generell, so, wenn hier sowas kommt, dann müsst ihr, also wenn ihr generell solche komischen, na, das ist einfach so, weil auf der Grafikkarte selber ist ein Spannungschip oder eine Überwachung, so quasi kann man so sagen, montiert oder verbaut. Und dafür wäre uns alles hier generell. Ja. Hier machen wir mal Standard, Benutzer definiert. Wir machen das neu. Jetzt schreiben wir das neu rein. So. Und das ist eigentlich wurscht, ob was wir einstellen. Ich zeige es euch mal. Änderungen übernehmen. Schaut euch, merkt euch mal das. Und ich mache jetzt einen Stresstest. Mache es einfach mal 30 Sekunden extra für euch, dass ihr das so seht. Schaut mal die Millivolt oben an. 806. Er gibt uns für diese Megahertz-Zahl 100 Watt. 97, 98 Watt, sagen wir mal. Ja, 98 mit 800, über 800 Millivolt. Ja. Seht ihr das? So. Unser Stresstest ist vorbei. Ja. Und wenn ich jetzt sage, er soll das gleiche aber hier mit 700 Millivolt machen, schaut's. Das ist das Einzige. Unten drunter geht es nicht mehr. Schaut's. Also genau hier bei 700, ab 700 kann man das machen. So, übernehmen.
Und jetzt machen wir einen Stresstest. Schaut's her. Genau das gleiche. 806 Millivolt. Ne? Und das wollte ich euch generell mal zeigen. Ja. Also, der Spannungsregler, der ist für den Arsch. Ja? Der funktioniert null. Warum der überhaupt hier dann zum Regeln ist, weiß ich auch nicht. Dann hätte es eigentlich gleich grau hinterlegen können. Ja. Und die einzigen, was hier funktioniert, das ist dieser hier und dieser hier. Also die zwei funktionieren. Ja. So. Das belassen wir jetzt so. Der hier unten ist wurscht, wo der steht. Ob der jetzt hier ist oder da, ist wurscht. Ne? Das belassen wir jetzt so. Und wir suchen uns jetzt natürlich ein Spiel raus, was wir heute spielen. Das ist in dem Fall hier das Throne of Liberty. Okay, also das Throne of Liberty ist halt, wie gesagt, müssen wir immer nachschauen. Das ist hier. Sind hier so die Settings? Müssen wir schauen. Das passt so. Der hat uns die Standard-Settings übernommen. Also die globale hat er hier übernommen. Wir könnten natürlich auch Throne of the Liberty sagen, nein, er darf jetzt bloß 1900 nehmen. Das übernehmen wir jetzt. So, das war es jetzt eigentlich auch schon. Hier bei Gaming gehen wir mal rein. Wir nehmen hier die Radeon Super Resolution und machen einen Scharfzeichen. Ich sage einfach mal einen Desolation-Effekt. Ja, ist das für mich. Ja, etwas moderner sogar. Und der schaut sogar besser aus als mit Desolation selber. Ja, den machen wir hier mal auf 25. Nein, machen wir es anders. Wir machen sie mal auf 50. Ja, gut, das war es jetzt in diesem Sinne. Und wir machen das mal zu. Alt und R. Dann ist es weg. Und jetzt starten wir einfach mal das Spiel. So. Ja. Das können wir zumachen. Jetzt starten wir einfach mal das Spiel. So in diesem Sinne. Und das könnte man eigentlich ausschalten. Ich habe ja, ihr wisst ja, MSI Afterburner, der macht auch eine gute Anzeige. Ja. Alt R. Leistung, Metrik. Und hier die Übertragung können wir ausschalten. So. So. Throne of Liberty hat sich schon mal gestartet. Schauen wir mal. Ihr seht hier oben, Super Resolution ist inaktiv, ist ganz normal. Ist, weil eben hier das, kann man so sagen, das native HD noch an ist. Die native Auflösung. Ja, also schaut's. Das ist in erster Linie, hier ist es die native. Mit diesem spielen wir jetzt auch mal zuerst. Ja. Und hier ist die Qualität. Also die ist alles auf episch. Ja. So. Also das, was halt das Spiel generell standardmäßig, glaube ich, so ist. Und ja, wir starten das Ganze. Ihr seht hier oben haben wir jetzt mit die 2000 MHz oder 1900 MHz, gibt uns diese Wattzahl. Er hat uns jetzt in dem Fall die globalen Settings genommen. Wir können unter dem Spiel, das ist kein Problem, Leute, braucht ihr keine Angst haben. Ihr müsst hier die globalen Optimierungen aussuchen und hier einfach die 1900 reingeben. Ja. Also sprich 1900 MHz. Ja, Enter und übernehmen. Wenn ihr das nicht macht, ja, dann geht es einfach nochmal auf Standard, Benutzer definiert. Ja, dann macht es hier 500, also wieder neu. Oder macht es hier 600, ist egal. 600. Hier 2000 oder 1900, Entschuldigung.
Ja. Und hier, hier unten ist es wurscht. Weil der funktioniert eh nicht. So, Änderung übernehmen. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Und wieder Alt-R. Schaut's mal. 1946 MHz. Statt 92 Watt haben wir jetzt bloß noch 88 Watt. Ja, so, das war's. So. Gut, ihr seht's. Er gibt uns mit die 1900 MHz so circa 800 Millivolt. Jetzt testen wir das mal. Also es läuft jetzt sehr, sehr flüssig. Ja. Ja. Schaut's. Das schaut sehr gut aus. Ja, ich habe jetzt alles auf Episch. Also ich meine, ich spiele das Spiel jetzt mit, ja, sieht man eh, das ist eigentlich schon die ganze Zeit die Grenze. Ja, habe trotzdem meine 60 FPS. Und wenn wir wollen, das war jetzt generell, es ist ja so, warum habe ich jetzt die native Auflösung drin? Ja, Leute, ihr könnt mit diesen Settings spielen ohne Probleme. Ihr müsst euch immer ein Ass im Ärmel im Hintergrund lassen. Wenn zum Beispiel ich jetzt ein Spiel spiele, so wie dieses hier, das jetzt hier unter den 60 kommt, so wie jetzt, da so 55, ja, so richtig so, ne, können wir gerne auf die 2000 MHz machen, das ist kein Problem. Ja, dann haben wir, schaut's mal, jetzt probieren wir mal mit der Super Resolution. Das heißt, wir gehen hier auf Alt-R. Die haben wir ja schon eingeschaltet gehabt. Ne? Also hier. Ja, schaut's mal. Und das ist hier komischerweise an. Das heißt, dass hier im Spiel die 1600 mal 1900 an sind. Hier. Schaut's mal. Schaut euch das an. Der hat das selber hier runtergeregelt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die normale anlasse, also, ja, also schaut's, ich habe da trotzdem meine 60. Ja, aber jetzt habe ich natürlich oben, schaut's, 89 Watt, 89, 88, schaut's mal. Ich habe hier in dem Fall jetzt noch mehr Stromverbrauch. Und wenn ich sage, okay, ich mache es wieder, ich schalte es doch wieder um. Ja, 88, schaut's, 90, schaut's. Ich schalte jetzt wieder um auf. Na? Schaut's. Das sind jetzt zwar vielleicht bloß um 5 Watt Unterschied. Ja, 5 bis 6 Watt Unterschied. Aber trotzdem, es kühlt eure Karte definitiv besser. Und die Leistung ist höher in dem Fall. Na? So, ich spiele das jetzt mal. So, schaut's. Das kann sich sehen lassen, Leute. Das kann sich sehen lassen, oder? Wir spielen es jetzt hier mit 1900 MHz in dem Fall. Es wird auch weniger gehen, schaut's, 1800 oder? Ja, 800. Wir gehen jetzt einfach mal auf Alt-R und sagen, also generell hier bei der Leistung, der soll uns da bloß noch 1800 geben. Also ihr geht einfach hierher, 1800 MHz. Also 1800. Enter. Bam. Alt und R zumachen. Schaut's. Ja, jetzt muss er, ich sagte uns jetzt einmal hier auf M drücken. Jetzt haben wir bloß noch 71 Watt Verbrauch. Ja. Da muss ich jetzt her. Das ist der. Aha. Da ist jetzt nichts verfügbar. Die Flüsterinsel.
So. Ich habe auf alle Fälle schon mal die Karte. So. Und dem müssen wir jetzt irgendwie folgen. So. Und es schaut Bombe aus. Schaut's mal. So, die müssen wir. Okay, er sagt, wir sollen mal weitergehen. Werden wir auch machen. Und jetzt kann man so sagen, jetzt kommt einfach mal ein Video. Und schaut's mal, hammergeil, oder? Leute, das ist doch hammergeil. Schaut, das sind 1800 MHz und Hammer. So, und schaut's. Dieses Spiel 1800 MHz. Schaut's mal, hammergeil, oder? Aber schaut's mal, der gibt uns jetzt für die 1800 MHz, benötigt er hier F11, das heißt, okay, auf F11 ist Hauptmenü. So, schaut's, hammergeil, oder, Leute? Schaut's mal. Schaut euch das an. Hammer. Ultra flüssig. Ne? Und das ist wie gesagt, und wenn wir wollen, wenn das jetzt wirklich mal so extrem stockeln sollte, ja, mein Gott, das ist jetzt kein Thema. Dann geben wir ihm halt die 1900 wieder zurück. Oder 2000. Ja. Und Alt und R. Schaut's. Ja, schaut's. Na, jetzt haben wir natürlich jetzt zwischen 5 Watt mehr Verbrauch. Ja, so maximal 5 Watt mehr. Aber trotzdem schaut's. Dafür. Also 1900 ist das Beste. Und 1800, 1900 ist perfekt. Das könnt ihr nutzen. Für dieses Spiel. Ja, und schaut's, die Grafikkarte ist 51 Grad. Das kann sich sehen lassen, Leute, ne? Oder? Ja, in diesem Sinne war es das schon wieder von meiner Seite her. Es hat super funktioniert. Ihr seht, habt jetzt selber den kleinen Einblick gehabt, dass die Spannungsregler, also hier von AMD, uns Undervolt dann verwehrt worden ist. Und ja, es ist halt so traurig, ne? Ich hoffe, dass es bei der 8er besser gemacht wird. Viele Leute verkaufen die 7er Serie, ja, weil eben die Stromschwankungen extrem sind, weil normal hätte ich hier bei diesem Spiel viel, viel weniger Watt Verbrauch, ja. Naja, wollen wir nichts machen und in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal.